Das hier, das ist ein Maria-Theresien-Taler, Silber 833er mit Kupferanteil und wird seit über 250 Jahren geprägt und mit einer Auflage von knapp 400 Millionen Stück einer der häufigsten Münzen der Welt. Und aus diesem Inbegriff der Massenproduktion, da lass uns heute mal versuchen, etwas Einzigartiges von zu schaffen, nämlich ein Unikat, etwas, das es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten gibt. Das Thema heute soll sein die Rose. Wir werden zeichnen und planen, gravieren und Edelsteine fassen. Ein bisschen Mathe und Montage ist heute dabei. Und am Ende vom Video, da schauen wir uns einmal an, was man bei dem Sitz eines Ohrsteckers alles verkehrt machen kann. Ich wünsche viel Spaß bei dem Video. In meinem Schmuckdesign bevorzuge ich eine klare Formensprache. Strenge Geometrie in Verbindung mit floralen Elementen ermöglichen ein dichtes Design mit starken Symbolen. Es ist für mehr als ein Goldschmiedeleben ausreichend, was die Natur an Inspiration bietet.
So, die Blüten der Rose sind jetzt soweit fertig. Bin ganz zufrieden damit. War nicht immer so ganz einfach der Weg dahin. Klar, die Rose ist eine Blume, aber die Frage war hier, was macht die Rose zur Rose? Und da gab es auch ein paar Fehlversuche dabei, aber das gehört dazu. Wir sagen in der Goldschmiede immer gerne mal, das Schöne am Goldschmieden ist, dass wir das meiste zweimal machen dürfen. Für die Blütenblätter möchte ich gerne 900er Gold verwenden. Das hat eine schöne satte Farbe und passt gut zu dem Grün von dem Turmalin. Dafür habe ich hier zur Verwendung ein bisschen Feingold und ein bisschen 750er Gold. 900er habe ich nicht zur Verfügung. Die Frage ist jetzt, wie viel muss von dem 750er in das Feingold, damit ich am Ende 900er Gold erhalte. Das können wir durch einen Dreisatz ausrechnen, aber ich möchte heute mal das Mischungskreuz vorstellen. Mit dem Mischungskreuz können wir auch noch andere Legierungsrechnungen machen, wie zum Beispiel auflegieren, ablegieren, 585er mit 333er mischen, um dann eine bestimmte Legierung rauszubekommen. Auch Farbenwechsel ist damit möglich. Ja, und das möchte ich heute gerne mal vorstellen. Um das auszurechnen, verwenden wir keinen Dreisatz, sondern das sogenannte Mischungskreuz. Oben links das, was wir haben. In diesem Falle ist es Tausender oder nahezu Tausender Feingold, und zwar 4 Gramm. In die Mitte kommt das, was wir haben möchten, und unten links kommt das, was wir dazugeben. In diesem Falle 750, ja, das entspricht jetzt immer den Teilen. Die Teile werden auf die rechte Seite geschrieben. 750 minus 900er ist gleich 150 Teile, das wird oben rechts hingeschrieben. 1000 minus 900 entspricht 100 Teile, das wird unten rechts hinten geschrieben. 150 plus 100 Teile entspricht 250 Teile. Das heißt, wir wissen jetzt, wie viele Teile wir jeweils haben müssen. Die weitere Rechnung besteht darin, auszurechnen, was ein Teil entspricht, und das ist in diesem Falle Gramm durch Teile ist gleich 4 geteilt durch 150, 0,02666667. Ich schreibe das immer aus, um hier sich kumulierende Fehler zu vermeiden. Wir sind ja im sehr engen Rahmen, was die Genauigkeit angeht, bei den Mischungsverhältnissen und der Legierung in dem Feingehalt. 150 Teile entsprechen 4 Gramm. Das war die Kontrollrechnung. Und jetzt kommt die Rechnung 100 Teile mal dem, was im Speicher ist, 2,67. Das ist das, was wir an 750er dazugeben müssen. Und ganz unten rechts ist das gesamte Grammgewicht, was wir rausbekommen werden. Die Antwort ist also 2,67 Gramm, ausgerechnet in 1,45 Minuten. Das Mischungskreuz ist auch dann reliabel anzuwenden, wenn eine Goldlegierung auflegiert werden soll oder zum Beispiel, wenn 750er mit 333er zu 585er legiert werden soll.
Toll. Tolle Ohrstecker geworden. Danke für den Vorschlag. Ich habe hier nochmal zum Auswechseln andere Einhänger gemacht. So kann man das dann nochmal etwas kombinieren. Sehr schön geworden. So, die kann man jetzt solo tragen. Kann man mit Einhänger tragen. Ja, am Ende wollte ich ja noch sagen, was man bei dem Sitz von Ohrsteckern falsch machen kann. Also der häufigste Fehler, den ich hier bemerke, ist immer wieder, dass die Ohrstecker, wenn die im Ohr sind, leicht nach vorne kippen. Das sieht dann schnell müde aus, das knackt nicht so schön. Also die sollten schön stramm am Ohr sitzen, sodass die auch schön gerade sitzen, insbesondere wenn man von der Seite sieht. Wie kriegt man das hin? Große Ohrmuttern, also wirklich große Ohrmuttern nehmen, sodass die schön hinten am Ohr anliegen. Dann sitzen die in den allermeisten Fällen, ich sage mal nahezu 100%, dann sitzen die auch schön gerade und kippen eben nicht nach vorne. Das ist das eine. Das andere ist, ja, manche Ohrlöcher wurden in unterschiedlichen Höhen gestochen. So, das kann man jetzt dadurch korrigieren, dass man die Ohrsteckerstifte in unterschiedlichen Höhen anbaut, sodass das hier wieder einigermaßen gerade ist. Ja, dann können die Ohrstecker natürlich zu schwer sein. Bei uns ist hier so die Grenze so bei 5 Gramm, 6 Gramm. Manche mögen auch ein bisschen mehr, aber das kann dann schnell auch mal Nebenwirkungen haben, ne? Dass die Ohren ein bisschen größer werden oder länger. Was haben wir noch? Ja, und der größte Fehler, den man machen kann, der allergrößte, ist, dass wenn man schöne Ohrstecker irgendwo gesehen hat, sie dann nicht zu kaufen, sondern an vorbeizugehen. Das sollte man nicht machen. Bis zum nächsten Mal.